Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamova. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich beim Bau meiner Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und dieses Mal geht es, wie es unschwer zu erkennen ist, wieder um ein Bauvideo. Was ich genau baue, das verrate ich euch nach dem Intro. Ja, wie schon gesagt, die stehenden oberen Segmente verraten, ich baue wieder. Und womit geht es weiter? Klar, Stromversorgung, die Kabelkanäle sind gelegt. Das hatten wir in dem letzten Film auch gezeigt, wie ich das gemacht habe. Und diesmal geht es halt tatsächlich um Stromversorgung. Was für Spannungen brauche ich? Warum brauche ich diese Spannung? Dann habe ich mir mal die Fragen, habe ich mich mit dem Thema Booster beschäftigt. Was ist ein Booster? Wann brauche ich einen Booster? Wie erkenne ich das? Ja, und zum guten Schluss habe ich dann auch mir die Fragen gestellt, auf welche Art und Weise ich hier wieder meine Spannungen verteilen möchte auf meine Anlage. Und das waren so diese grundsätzlichen Fragen, die ich mir gestellt habe und bin dann zum Schluss auf die Idee gekommen, Mensch, ich brauche eine zentrale Versorgungseinheit, ein zentrales Versorgungsmodul. Gut, das hört sich vielleicht hochtrabend an, aber was das nachher einfach ist, das werdet ihr im Laufe des Films hier sehen. Ja, dann gibt es noch ein Novum, und zwar habe ich ja beim letzten Mal vom Bau von der Stromversorgung bei der Schreibtischbahn, der eine oder andere kann sich daran erinnern, da habe ich ja verstärkt auf Industriekomponenten zurückgegriffen. Und die Art und Weise der Fragen, die ihr mir gestellt habt und die Fülle, die hat mich einfach dazu bewogen, doch etwas anders zu machen, weil ich bin nach wie vor der Meinung, dass Elektrotechnik ist halt unter Umständen gefährlich, gerade dann, wenn es um höhere Spannungen, 230 Volt beispielsweise geht, und wenn man nicht weiß, was man da macht, dann besteht durchaus Verletzungs- oder Brandgefahr. Und deshalb habe ich mich in diesem Film dazu entschieden, mal zu zeigen, wie man eine Spannungsversorgung, eine Spannungsverteilung auch mit handelsüblicher Konsumerware aufbauen kann. Also sprich, es gibt ja Modellbahnhersteller oder Zulieferer, die uns eben in reichlicher Form mit Sicherheitsnetzteilen oder Sicherheitstransformatoren bestücken, und genau auf diese Bauteile habe ich halt diesmal zurückgegriffen und habe keine Industriekomponenten verwendet. Einzige Ausnahme ist ein Verteiler. Aber auch diesen Verteiler, den kann man eigentlich mit Standardware von Zulieferern aufbauen. Bei mir war es halt ein Platzproblem, aber das schauen wir uns zum Schluss mal an. Ja, da wünsche ich euch jetzt einfach mal viel Spaß beim Zuschauen, und nach dem Film sehen wir uns wieder. Naja, da ich gerade so schön hier stehe, gehe ich direkt mal auf die erste Frage ein. Welche Spannung, in welcher Art und welcher Höhe verwende ich denn hier oder verwendet man? Also allgemein ist man gut beraten, wenn man sich mal die Bedienungsanleitung der Zentraleinheit schon mal anschaut, die man verwendet. So, und ich verwende halt jetzt hier die Zentraleinheit DR5000 von DigiCase, und da steht drin ganz deutlich empfohlene Eingangsspannung 19 Volt. Damit erhalte ich dann 17,5 Volt hinten auf der Ausgangsseite. Das ist aber eine Digitalspannung. Wenn ich dann mit dem Messgerät normal dran gehe, liegt das irgendwo bei 16 Volt. Aber wir halten mal fest, 19 Volt Eingangsspannung bzw. 17,5 Volt Digitalspannung. Die verwende ich hier. Dann gibt es das nächste Thema, ich habe es vorhin schon mal gesagt, historisch bedingt. Analogbahnen arbeiten in der Regel irgendwo zwischen 12, 14, 16 Volt. Das war schon so, und das nutzt man halt auch weiterhin. Viele Hersteller, da kann man sich ja auch mal zum Beispiel in Katalogen umtreiben, bieten Komponenten an, die auf 16 Volt Gleichstrombasis arbeiten. Also ist das mit Sicherheit auch eine vernünftige Größe, die man durchaus hier verwenden kann, weil heute oder morgen kommt das ein oder andere Signal, und dann habe ich halt die 16 Volt zur Verfügung. Außerdem nutze ich die 16 Volt hierfür meine Magnetschalter von den weichen Antrieben, die ich hier, also ich arbeite hier mit Klick-Klack, die arbeiten auch mit 16 Volt Gleichspannung. So, von daher bin ich da mit Sicherheit gut beraten, 16 Volt genauso zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel eine Wechselspannung. Ein anderer Hersteller, hier zum Beispiel für dieses Kehrschleifenmodul, hätte gerne 16 bis 18 Volt
Wechselspannung. Ich kann dieses Kehrschleifenmodul aber auch mit Gleichspannung betreiben, allerdings reichen mir da die 16 Volt nicht aus. Muss die eventuell ein neues Netzteil nehmen oder ich muss sie irgendwie hochwandeln mit Step-Up-Konvertern, was auch immer. Dann bin ich aber schon wieder in den nächsten Bauteilen drin. Möchte ich alles nicht. Deshalb bleibe ich bei der grundsätzlichen Herstellerempfehlung 16 bis 18 Volt. Heißt, ich baue mir hier ein Trafo ein, indem ich die 18 Volt zur Verfügung stelle. Und da ich mehrere Kehrschleifenmodule habe, lohnt es sich ja schon mal. Und dann gibt es noch ein Thema, das eine Spannung vorgibt, ist das Thema Beleuchtung. Die meisten von uns verwenden jetzt LEDs. Üblicherweise kalkuliert man bei LEDs mit einer Betriebsspannung von 3 Volt. Also wäre man gut beraten, wenn man ein Vielfaches von 3 nimmt. Ich werde 12 Volt nehmen, ganz einfach, weil ich zum einen LED-Bänder verwenden werde, die in der Regel auf einer Betriebsspannung von 12 Volt arbeiten, oder aber auch ganz normale LEDs verwende, die ich zum Beispiel in Reihe schalte. Wenn ich 4 Stück in Reihe schalte, 4 mal 3 bin ich bei 12 Volt, kann ich also auch ohne Vorwiderstände dann da einklemmen. Ja, ich kann das Ganze also ein bisschen standardisieren und das ist eigentlich auch der Punkt. Man muss sich vorher darüber im Klaren sein, was man eigentlich will. Zumindest muss man sich darüber im Klaren sein, wenn man so baut, wie ich hier baue, dass ich in Modulbauweise das ganze Ding hier versuche aufzuziehen. Wenn das eine stationäre Anlage ist, eine fixe Anlage, dann reicht auch erstmal, wenn ich mit einem Netzteil anfange und dann erstmal die Schienen aufsetze. Später kommt Beleuchtung hinzu, dann hole ich eben halt das nächste passende Netzteil und so weiter. So kann man das auch aufbauen. Also es ist kein Muss, sich immer Gedanken direkt im Vorfeld zu machen. Es hängt halt auch mit der Bauform zusammen. Gut, dann komme ich mal auf die nächste Frage, die ich gestellt habe. Wieso verwende ich eigentlich einen Booster? Und wann erfahre ich, wann ich überhaupt einen Booster verwenden muss? Gehen wir noch einen Schritt zurück. Was ist eigentlich überhaupt ein Booster? Wenn ich jetzt eine ganz normale Anlage aufbaue, dann habe ich hier so eine Zentraleinheit. Hier sind die Anschlüsse, da werden die Schienen angeschlossen. Und wenn ich da jetzt Loks und Waggons, beleuchtete Waggons draufsetze, dann ist es für jeden ganz klar, dass wenn ich zu viel davon draufsetze, dann kommt irgendwann diese Box hier an ihre Leistungsgrenzen. Das hat dann zur Folge, dass entweder die Wägelchen nicht mehr fahren oder sie fangen erstmal an, es wird alles langsamer und es wird alles dunkler. Und das ist dann sind so die ersten Indizien dafür, dass man sagt, Mensch, das Ding hier braucht Unterstützung. Und zwar mache ich das mit einem sogenannten weiteren Bauteil. Das ist erstmal nichts anderes wie ein, naja, sage ich mal, separates Netzteil. Denn auch dieser Schienenstrang, der hier in der Mitte langläuft, der ist beidseitig getrennt. Die sind elektrisch voneinander getrennt. Denn auch er speist dann seinen Strang ein und der speist dann halt seinen Strang ein. Gut, jetzt bewegen wir uns aber in der digitalen Welt, da gibt es halt auch noch Steuersignale. Und die Steuersignale, die Empfänger, also die Loks dieser Welt, die müssen dann auch diese Steuersignale dann auch noch zur Verfügung haben, wenn sie so einen Stromabschnitt überfahren, also wechseln. Und das wird dann halt mittels einer Busverbindung gemacht. Von A nach B, dann sagt er quasi den Teilnehmern im Bus Bescheid, pass auf, aktuell liegen gerade die und die Steuersignale für die und die Lok vor. Und wenn die Lok jetzt über dieses Gleis fahren würde, was auch hier getrennt ist, dann wird sie zum einen mit neuem frischen Strom oder dem Stromkreis von hier versorgt, aber auch zeitgleich mit den gleichen Steuersignalen, die hier von der Zentrale auskommen. So, das ist eigentlich ein Booster. Kann man so ein bisschen, ganz rudimentär für die Analogleute ein bisschen unterscheiden, wenn man jetzt mal von den Steuersignalen absieht, dass man dann sagt, ich habe hier ein Trafo und ich habe hier ein Trafo für jeweils den eigenen Regelkreis. Ja, das ist aber jetzt ganz rudimentär, damit man so halbwegs mal so einen Kopf dran bekommt. Ja, das ist erstmal, was ist ein Booster? So, jetzt kommen wir mal zu dem Thema, tun wir das mal fort. Warum benutze ich jetzt Booster? Ich komme mal so ein bisschen zurück, jetzt geht hier wieder der Buntstift. Ich mache das jetzt gerade mal so und so. Jetzt wird auch deutlich, warum das Ding Hundeknochen heißt, denn letztendlich ist meine Bahn genau so aufgebaut. Die fährt einfach sprichwörtlich hier im Kreis und genau in dem Mittelteil
Und dann gibt es hier verschiedene Schienen noch. Das ist nämlich schlichtweg der Bahnhof. Ne? Dann gibt es einfach mal hier eine Verbindung und hier eine Verbindung. So. Möglicherweise gibt es auch noch mal so was hier. Kann ja auch durchaus sein. So weit in der Richtung funktioniert übrigens alles. Da muss man bestimmt an bestimmten Stellen Kehrschleifen noch einbauen. Und jetzt kommt bei mir noch hinzu, dass ich sage, ich habe hier nämlich noch ein paar Gleise drin. Das sind nämlich die sogenannten Schattenbahnhöfe und hier an der Stelle auch noch. Und dann habe ich mir halt überlegt, weißt du was, hier sind ganz viele Verbraucher, hier werden ganz viele Verbraucher sein und das sind auch ganz viele. Deshalb trenne ich das jetzt einfach mal in bestimmte Abschnitte, nämlich genau an diesen Stellen. Und hier habe ich halt den Abschnitt 1, den Abschnitt 2 und den Abschnitt 3. Und der erste Abschnitt wird mit einem Booster versorgt, der letzte mit einem Booster versorgt. Und den Mittelteil von dem Bahnhof hier, das übernimmt die Zentraleinheit. So ist das bei mir aufgebaut. Hat auch noch andere Vorteile, aber da komme ich dann irgendwann mal zu, wenn ich letztendlich das aufbauen werde. Also wir halten einfach mal fest, die verschiedensten Verbraucher sind an bestimmten Punkten und ich möchte das Ganze ein bisschen von der Belastung entzerren und deshalb baue ich halt Booster ein und überlasse nicht alles nur der Zentraleinheit. Die nächste Frage, die ich ja vorhin mal gestellt habe, ist, ja, wie verteile ich denn eigentlich Spannungen? Und dann bin ich eigentlich auch bei einem ganz spannenden Thema, nämlich das Versorgungsszenario. Im Grunde gibt es zwei Ansätze. Das eine ist zum Beispiel, ich führe hier zum Beispiel alle Stromversorgungen, Schaltdecoder, Belegmelder, Einheiten, was auch immer, die führe ich hier auf ein separates Tableau, so wie der Sibi das zum Beispiel gemacht hat, und sammle die an zentraler Stelle. Und dann gibt es dann hier, was weiß ich, irgendwelche Lichtsignale oder was weiß ich, auch Beleuchtungen oder Weichen. Ne? Und die werden dann alle von dieser Stelle hier gesteuert. Und ja, damit werden die halt versorgt. So, die Variante hat den eindeutigen Vorteil, dass wenn es mal hier zu einem Ausfall kommen würde, dann sind diese Komponenten an einer Stelle, an Ort und Stelle, man hat die schnell ausgetauscht und dann kann es weitergehen. Der Nachteil davon ist, dass ich unter Umständen, das kann man hier vielleicht schon mal symbolhaft sehen, habe ich ziemlich lange Kabelwege, die ich halt versorgen muss. Da gibt es dann auch eine andere Variante zu. Man kann auch hingehen und sagen, naja gut, dann für die Beschaltung, was weiß ich, diese Ampel oder auch dieser Lampe oder auch jetzt hier wieder dieser Weiche, packe ich die Decoder dann in unmittelbarer Nähe. Dann spare ich mir halt lange Kabelwege, habe aber den Nachteil, dass eventuelle Fehlersuche ein bisschen umständlicher wird, weil ich mich halt quer durch die ganze Anlage bewegen muss und nicht mehr an zentraler Stelle. So, bei diesem Modell spricht man halt von einer zentralen Verteilung und das andere ist halt die dezentrale Verteilung. Und ich für mein Modell werde mir hier von beiden in Anführungszeichen das Beste raussuchen. Ich werde nämlich da eine Mischung fahren und von daher habe ich mir nämlich überlegt, dass ich meine Stromversorgung in einer zentralen Variante auf meine Module bringe und die Steuerungselemente, die werde ich dezentral anordnen. Um das mal so ein bisschen deutlicher zu machen, ich habe da mal was vorbereitet und zwar diese wunderschönen Kistchen hier. So, das sind quasi, ist meine Anlage. Ne? Ich habe hier unten die Basissegmente. Da wird ja später hier dann der erste Schattenbahnhof aufgebaut werden und später kommt ja dann noch andere Segmente oben drauf. Letztendlich habe ich also 4 Segmente, die ich versorgen will. Und ich möchte es jetzt zentral aufbauen mit der Spannungsversorgung, weil ich will ja nicht dann in jedem Segment ein eigenes Netzteil haben, einen eigenen Booster haben und das möchte ich mir dann ersparen. Deshalb sage ich, meine Spannungsversorgung baue ich zentral auf. Das wird nämlich in diesem Modul sein und dieses Ding nenne ich dann halt auch die zentrale Versorgungseinheit. Ne? Klar, Versorgungsspannungen, Fahrspannungen und zentral angeordnet. Das ist dann die eigentliche zentrale Versorgungseinheit. So,
Das heißt, hier wird es nachher nur noch Stecker geben, indem ich dieses Modul einstecke, dieses Modul einstecke und dieses Modul einstecke und dann sind die alle schon mit Spannung versorgt, ohne dass sie ihre eigenen Netzteile bekommen. Dadurch, dass ja diese Anlage modular aufgebaut werden soll, das heißt, es soll ja so sein, dass jemand, der die Module auseinanderbauen kann, der sich A mit der Materie nicht auskennt und B eigentlich auch kein Werkzeug dafür benutzen muss. Das heißt, das ist schon mal präventiv für den Fall, dass irgendeiner mal meine Anlage auseinanderbauen muss, für den Fall, dass ich es vielleicht nicht mehr kann, will oder was auch immer. Aber die Anlage soll halt nicht zerstört werden. Aus dem Grund sage ich, das wird alles eingesteckt hier mit der Spannungsversorgung, aber die Steuerungskomponenten, die Belegtmelder, die Schaltdecoder für Weichen etc., die sind dann im jeweiligen Segment drin. Ja, soweit zu dem Prinzip, was ich hier verwenden werde. Ja, dann stelle ich euch am besten jetzt erstmal schematisch diese zentrale Versorgungseinheit vor. Ja, dann gucken wir uns mal Fahr- und Betriebsspannungen an, noch so ein bisschen im Detail, wie ich sie jetzt bei mir aufbauen werde, was ich dafür benutzen werde. Starten wir einfach mal. Am Anfang war die Steckdose und da kommt halt eine Mehrfachsteckerleiste dran. Eine 6-fach habe ich hier. Die Besonderheit daran ist, die ist mit Überspannungsschutz oder umgangssprachlich Blitzschutz genannt. Es soll ja Modellbahner geben, die haben da schon leidige Erfahrungen gemacht und ich möchte mir halt, ja, wenn in der Nähe der Blitz einschlägt und es sollte eine Überspannungsspitze geben, dann verspreche ich mir halt davon, dass meine Modellbahn davon verschont ist. Ja, dann habe ich noch eine weitere Mehrfachkupplung oder Steckerleiste dort angeschlossen. Das hat einen ganz bestimmten Grund, weil ich scharf habe halt die falsche bestellt und musste die jetzt erweitern. Naja. Deshalb gibt es auch eine zweite Leiste dazu. Ja, dann kommen die ersten Netzteile dran. Das sind die DigiCase-Netzteile. Die sind variabel einstellbar von 15 bis 20 Volt und liefern 4,5 Ampere. Die gehen dann entweder auf den Booster oder auf die Zentrale und die stellen mir dann nachher 17,5 Volt zur Verfügung, wenn ich hier 19 Volt einstelle und liefern mir dann 3 Ampere. Das Ganze dreimal. Und ja, das hat bei mir jetzt die Bezeichnung Fahrstrom 1, 2 und 3. Und die sind ja nachher auch getrennt voneinander. Gut, dann habe ich noch weitere Netzteile und zwar habe ich ein bisschen recherchiert. Ich habe mir die Schaltnetzteile von Döhler und Haas besorgt. Auch die sind von den Spannungswerten einstellbar und liefern 5 Ampere. Was ich damit nachher einstellen werde, zeige ich noch. Und ich habe auch einen Sicherheitstrafo, einen Weiß von der Firma Weiß. Der liefert mir 18 Volt Wechselspannung. So, dann gucken wir mal. Das erste Netzteil werde ich auf 12 Volt Gleichspannung einstellen. Das ist halt für das Thema der Beleuchtung. Die 16 Volt hatten wir vorhin ja auch schon. Das war das Thema der Magnetschalter oder auch der Komponenten, die man sonst so kaufen kann. Und dieser Weiß-Sicherheitstrafo, der liefert mir halt meine 18 Volt Wechselspannung. Dazu gibt es noch, das läuft aber so ein bisschen am Rande, weil ich ja in dem unteren Teil hier auch eine kleine Analogstrecke aufbauen werde, kommt ein ganz normales das Schaltnetzteil von Märklin dran und dann auch der analoge Fahrregler. Ja, dann habe ich mir auch für jeden Spannungskreis eine eigene Farbkombination ausgedacht, schon ein Stück weit in Anlehnung, wie es vielleicht auch von der Norm empfohlen wird. Allerdings die ganzen Farben, die ich benötige, das ist halt nicht deckungsgleich mit der Norm. Ich werde also hier, Schwarz-Rot ist für den ersten Kreis, in Anlehnung dann auch an Schwarz-Rot, nächste Stufe, auch wieder was mit Rot. Hier ist es Blau-Orange und hier ist es dann auch was mit einem Rotton, das ist dann Grau-Violett. Die Beleuchtung nehme ich in Braun und Gelb, so wie es halt üblich ist. Die Betriebsspannung 16 Volt grün-weiß und Betrieb 18 Volt ist dann rosa transparent. Jetzt die Herausforderung bestand schon darin, die 12 verschiedenen Farben überhaupt zu finden. Im Übrigen sind auch die ganzen Zuleitungen, haben alle einen Querschnitt von 0,5 mm Quadrat.
Dann gucken wir uns jetzt mal die zweite Seite an, wie ich mir die Verteilung nämlich vornehmen möchte. Hier sind sie nochmal, die beiden Spannungen. Die analog, den lassen wir jetzt mal raus. Und dann geht es weiter. Als erstes wird der Fahrstrom nochmal auf den Sicherungsverteiler gelenkt. Jetzt kann man sagen, ja, brauchst keinen Sicherungsverteiler, weil die Netzteile sind ja schon von Haus aus abgesichert. Das soll, ja, stimmt, brauche ich nicht. Aber die sind trotzdem ganz charmant, weil da gibt es Betriebsleuchten. Und die leuchten halt nur dann, wenn die Spannung tatsächlich anlegt. So, also ist die Sicherung durchgebrannt, ist das Lämpchen aus, dann kann man schon mal so eine Sichtprüfung machen. Und hier kommen dann 3 Ampere Flink rein. Das entspricht auch dem, was das Netzteil mir satt liefert, beziehungsweise auch was die DR5000 beziehungsweise der Booster mir liefert. Die liefern 3 Ampere. Ja, danach gibt es dann einen Spannungsverteiler, den ich aufbaue. Da werden diese 3 Spannungen draufgeführt und von dort aus per Stecker jeweils zu den einzelnen Segmenten. Das gleiche mache ich auch für die Betriebsspannung. Auch dort baue ich einen Versicherungsverteiler auf. Hier sind 3 Ampere Flink jeweils für die 12 Volt und 16 Volt gleich. Bei den 18 Volt Wechselspannung und 50 VA, die der Trafo liefert, die werden mit 2,5 Ampere Flink abgesichert. Und da werden sie ähnlich verteilt wie auch die Fahrspannung. Ja, dann schaue ich mir jetzt mit euch nochmal kurz die einzelnen Komponenten an. Dort gibt es vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Hinweis. Ja, und dann geht es los mit der Bauerei. Ne? Ja, dann gucken wir uns jetzt mal die einzelnen Komponenten an. Also gut, so ein Mehrfachverteiler ist jetzt nicht unbedingt ein Hexenwerk, aber es ist trotzdem ein Markenprodukt, vor allem auch mit dem Blitzschutzteil, das er hat. Was wichtig ist, das Ding verträgt auch 16 Ampere, das heißt auch die Zuleitung ist mit 1,5 Quadrat hinreichend bestückt. Und ja, dann gibt es halt noch den kleinen Bruder davon, das war ja das Malheur, was ich mir geleistet habe, nach dem Motto, ich habe das Ding einfach zu klein dimensioniert gekauft. Also wird die nachher einfach nur da reingesteckt und dann habe ich halt noch zusätzliche Verbindung. Das war es eigentlich. Ja, als Netzteil, gut, hatten wir ja vorhin gesehen, es gibt dann hier von DigiCase diese Netzteile. Das sind auch ganz normale Schaltnetzteile, die liefern mir hier verschiedenste Spannungen. Die kann man einstellen, die kommen vom Hersteller, die laufen nachher auf 19 Volt, versorgen dann anschließend meine DigiCase-Zentrale bzw. auch die Booster. Die gibt es 3-mal, die Bengels. Symbolisch packe ich die jetzt einfach mal hier so da drunter. Und dann gibt es halt das andere Netzteil, von dem ich sprach. Das war das von Döhler und Haas. Dieses Netzteil ist auch voll verkapselt, kann auch eingestellt werden. Das wird dann halt entweder auf 12 Volt oder in meinem Fall 16 Volt. Da gibt es eben 2 Stück dazu. Und damit speise ich dann, wie gesagt, also entweder die Beleuchtung ein, das mache ich jetzt mal symbolisch hier, oder aber die Schaltelemente, wie zum Beispiel die Weiche, beziehungsweise die Magnetschalter der Weiche. So, das war jetzt eigentlich das Netzteil und zum guten Schluss hatte ich ja gesagt, gibt es jetzt noch eine Komponente für den Wechselkreis. Da habe ich hier diesen Sicherheitstrafo, der eben komplett ausgefüllt ist, also auch absoluter Berührungsschutz ist und damit man sich halt nicht selbst damit gefährdet. Ne? So, der liefert mir 50 VA, 18 Volt und hat dann 2,77 Ampere, deshalb wird er auch mit 2,5 Ampere Flink abgesichert. So, damit betreibe ich dann zum Beispiel die ganzen Kehrschleifenmodule. Ja, dann hatten wir das Thema der Sicherungsverteiler. Das sind diese schicke Dinger hier, da kommen Schmelzsicherungen rein, die werden von Haus aus, werden die mit 0,5 Ampere geliefert. Ich habe mit dem Hersteller gesprochen, also deshalb kann man die auch mit 3 Ampere absichern. Und hier sind diese Betriebsleuchten, die zeigen mir dann an, dass die Spannungen auch alle anliegen. Den brauche ich ganz 2-mal, einmal hier für die Fahrspannung und einmal dann auch für die Betriebsspannungen. Und von dort aus geht es dann zu den eigentlichen Verteiler. Und die gibt es dann auch in verschiedensten Komponenten. Also entweder gehe ich dann hier drauf, auch dort sind wieder Betriebsleuchten drauf.
Dann kann ich dann die einzelnen Spannungen abgreifen, oder es gibt sie auch in dieser Bauform. Auch hier sind Betriebsleuchten wieder drauf, so dass man augenscheinlich direkt erkennen kann, ob die Spannungen anliegen oder nicht. Ja, und das ist das, was ich eingangs sagte. Weder die Bauform noch die Bauform sagt mir jetzt geradezu, ich werde mir da wieder mit den bekannten Steckern, die kennt ihr auch schon von den anderen Verteilern, die ich gebaut habe, mit diesen Steckern werde ich mir eine Platine aufbauen. Dann kommt hier eben diese Sechsfachkupplung hin. Und wenn man die in sechspolig aufgebaut hat, dann ist die auf der einen Seite abgeschrägt, auf der anderen Seite gewellt. Das heißt, es geht auch nur in eine bestimmte Richtung und damit habe ich dann auch einen Verpolungsschutz drin. Das sind eigentlich so die Komponenten, die jetzt hier so zum Einsatz kommen. Und wie gesagt, mit Ausnahme von dem hier sind alles handelsübliche Standardkomponenten und die findet ihr dann auch noch in der Materialliste, die ich euch unten in der Videobeschreibung noch verlinken werde. Ja, dann wünsche ich uns jetzt mal fröhliches Bauen und da nehme ich euch jetzt auch erstmal mit. So, die 230 Volt haben den Innenraum erreicht. Was vielleicht noch als Tipp wichtig ist, ist, dass man den 230 Volt Kreis, Stromkreis von der Niederspannung, also alles das, was mit der Moba zu tun hat, trennt. Das ist wie im echten Leben. So nach Motto, meistens sind es ja die größeren, die die kleineren verkloppen, und genauso ist das hier im Strom auch. Die größeren Ströme haben meistens immer Einfluss auf die kleineren Ströme, und wenn die dann in unmittelbarer Benachbarung liegen, dann gibt das dann Störeinflüsse. So, und aus dem Grund ist der 230 Volt bei mir hier oben komplett getrennt, berührt oder kommt nicht ins Gehege von der Niederspannung, und da unten wird dann später die Niederspannung legen, quasi die Verteilung und die Steuerleitung zu den Schienen. Gut, dann mache ich jetzt mal weiter mit der Steuereinheit. Ja, wo wird denn die Steuereinheit hinkommen? Die werde ich hier vorne jetzt schwebend aufbauen. Schwebend in Anführungszeichen, aber schaut einfach mal zu. So, als nächstes werde ich hier an dieser Strebe ein Aluprofil dran machen. Und das dient mir nachher als Ablage für hier ein Brett, wo dann letztendlich die Versorgungseinheit drauf aufgebaut wird. Okay, dann will ich jetzt mal das Geheimnis lüften um diese geheimnisvolle Bauerei. Das hier wird jetzt die Plattform von der zentralen Einspeisemodul oder von der zentralen Einspeisevorrichtung. Hier kommen die Netzteile drauf und hier kommen dann die DR5000 drauf und die Booster, Verteilung etc. Und wenn ich dann später mal das Ding verbaut habe, dann kann ich hier hinten hingehen und von unten ist hier Freiraum, oder aber ich kann dann auch die Riegel aufmachen und dann kann ich das runterklappen und komme immer noch an der DR5000 dran, um hier mal zu programmieren. Ja, und es gibt noch was ich verändert habe. Nicht nur, dass ich Standardkomponenten verwende, sondern die Verbindung, die werde ich diesmal auch quetschen und nicht löten. Das hat für mich einen ganz entscheidenden Vorteil. Nicht nur, dass ich die Verbindung jetzt auch irgendwie sauberer finde, sondern Tatsache ist, ich muss auch nicht jedes Mal einen Lötkolben anwerfen, um eine Verbindung herzustellen. Das war es schon. Ja, auch das Loconet-Kabel mache ich selber. Und an der Stelle möchte ich nochmal den Ben von Bens H0-Bahn grüßen, denn der war so nett und hat mir damals auch den Tipp hier gegeben und er hat das selber auch schon mal gezeigt, wie er das Loconet-Kabel. Das ist alles jetzt wirklich mit diesem Werkzeug kein Hexenwerk mehr. Das ist ein Komplettsatz, den man sich beziehen kann. Und da ist eigentlich alles drin, was man braucht. Und im Wesentlichen von diesem Set, was da drin ist, brauche ich halt diese Zange hier. Diese Zange hat zwei Funktionen. Zum einen
schneidet und isoliert das Loconet-Kabel oder das Flachbandkabel ab und in einem Arbeitsgang. Und das sind hier auch die Quetschwerkzeuge für eben RJ11 und das RJ45-Kabel. Und passend dazu gibt es halt einen Tester. Wir werden dann im Anschluss, nachdem das Kabel erstellt worden ist, hier an den Testeingängen dieses frische Kabel eingestellt und schaltet man es ein und dann laufen hier die LEDs. Ich zeige euch das einfach mal. Ganz einfach nimmt man jetzt hier erstmal in einem Arbeitsgang zum Beispiel das Kabel schneiden und abisolieren. Da sind zwei Messer dran. Legt man es hier an, das ist dann noch ganz gerade. Dann kann ich es abschneiden. Das ist dann jetzt schon gleich durch und abisolieren. So, und damit ist das schon eigentlich erledigt. Jetzt nimmt man sich so einen Stecker. Dann packt man jetzt halt den Stecker jetzt hier ins Quetschwerkzeug rein und schiebt dann das Kabel bis zum Anschlag in diesen Stecker rein, bis es nicht mehr geht, und quetscht. Das war's schon. Dann klickt das mal und dann ist der Stecker auch schon fertig. Das macht man dann mit beiden Seiten. So, und man kann auch wie jetzt hier ein kurzes Kabel testen. Da kann man den Stecker nämlich hier oder den Tester auseinanderziehen. Dann auf der einen Seite wird eingeklippt und auf der anderen Seite vom Tester auch. So, und dann kann man die Einsen hier so ein bisschen nebeneinander halten, denn wenn es richtig rum muss oder richtig rum gemacht worden ist bei dem Loconet-Kabel, dann schaltet man ein und dann laufen dann auf beiden Seiten laufen die LEDs richtig rum. Und wenn ich es verkehrt rum gemacht habe, dann sieht das so aus. Ich habe da mal was vorbereitet. Dann laufen die nämlich entgegengesetzt. Dann ist das Kabel vom Stecker rum verkehrt rum gepolt. Da muss man es halt nochmal neu machen. Ja, also ihr seht, kein Hexenwerk und Loco-Kabel oder Loconet-Kabel kann man ganz einfach selbst erstellen. Ja, dann gucken wir uns mal gerade das Ergebnis an. Was habe ich denn hier überhaupt gebaut? Also es ging darum, eine zentrale Versorgung aufzubauen. Und wie ihr wisst, baue ich ja das Ganze in Segmentform und muss alles so gebaut sein, dass man es ohne Werkzeug auseinandernehmen kann. Das war einer meiner Bedingungen. In meinem Anlagenkonzept, da habt ihr mich darauf hingewiesen als Resonanz. Ich hatte ja ursprünglich mal geplant, dass ich hinten die Wand zupflastere mit der Elektronik. Und da habt ihr zu mir gesagt, Louis, pass auf. Du musst vielleicht an bestimmte Komponenten später noch drankommen, von daher wäre es vielleicht sinniger, wenn man die irgendwie nach vorne holen musste. Da hier unten aber alles Schienen drin liegt, habe ich mir gedacht, Mensch, wo baust du das Zeug denn eigentlich jetzt hin? Das war so die grundlegende Idee. Und jetzt zeige ich euch mal kurz, was aus, sag ich mal, euren Feedbacks geworden ist und den Gedanken, die darum jetzt irgendwie gekreist sind. So, fangen wir einfach mal da hinten an. Das sind also, wie gesagt, die eigentliche Stromversorgung, die 230 Volt, machen wir es mal an und dann, es blinkt, aber es zischt nicht und es qualmt nicht, ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, hier hinten ist die eigentliche 230 Volt Stromversorgung, die kommt von unten durch den Boden, hinten durch den Kabelkanal hoch und versorgt dann alle Netzteile, die es hier auf der Anlage gibt. Der Verteiler selber hat noch einen eingebauten Blitzschutz und was ganz, ganz wichtig ist, mir war es halt wichtig, dass ich die 230 Volt Zuleitung komplett getrennt habe von den Niederspannungen. Niederspannung ist alles das, was hier mir die Zentrale oder auch die Netzteile für die Modellbahn liefern. Das heißt, hier in diesem Kabelkanal geht ausschließlich 230 Volt. Alles, was Niederspannung sein wird, wird später über diesen Kanal hier oder über diesen Weg nach draußen ist mal eingespeist werden. Oh, jetzt hatte ich einen kleinen Hänger, ne? Ein kleines Hängerchen. Ja, so. Was habe ich jetzt hier gemacht? Das zentrale Versorgungsmodul, die Einheit, das ist also nichts Besonderes, ist quasi ein Brett. Es hat eine bestimmte Besonderheit, das haben wir uns vorhin ja angeschaut. Das ist nämlich hier vorne klappbar, da gucken wir uns auch gleich an, was das für einen Sinn hat. Also hier hinten sind die ganzen Netzteile drauf, die 12 Volt Versorgung, 16 Volt und die Digicase Versorgung, die hier gibt. Aber ich glaube, ich hole euch mal ein bisschen näher ran, dann gucken wir uns doch mal im Detail an und ja, dann schauen wir mal.
So, jetzt kann man es ein bisschen besser erkennen. Also wie gesagt, im Hinterteil ist die 230 Volt Versorgung. Da hinten ist noch der Trafo, der 18 Volt Trafo, der sitzt hinten drauf. Der kommt dann hinten über die Zuleitung hier vorne rein. Hier haben wir das 12 Volt Netzteil, 16 Volt. Hier haben wir die 3 Digi-Case-Netzteile und die speisen letztendlich dann hier genau diese 3 Fahrstromkomponenten ein. Einmal die Zentrale und die 2 Booster. Hier blinkt alles und das machen wir aber gleich weg. Ja, in der Ecke, will ich euch nicht vorenthalten, hier ist noch ein DR4018. Den habe ich jetzt hier schon mal mit drauf gebaut. Kommt aber jetzt in diesem Film nicht weiter in den Vordergrund, der kriegt einen eigenen Film, denn da geht es halt um die Beleuchtung vom Schattenbahnhof. Ja, dann machen wir einfach an der Stelle mal weiter und wandern mal kurz hier rüber. Hier ist eigentlich der besagte der eigentliche Sicherungsverteiler. Hier kann man sehen, dass die Spannungen anliegen. Also hier liegt halt 12, 16 und 18 Volt Wechselspannung an. Und hier hinten ist die Fahrspannung. Und warum leuchtet hier nichts? Ganz einfach, weil die Digi-Case noch auf Rot geschaltet ist. Und wenn ich die jetzt einschalte, dann gehen auch da hinten die LEDs an. Und damit sehe ich dann auch, dass die Fahrspannungen anliegen. Und hier komme ich jetzt zu einem, ja, ich sag mal, weiteren Teil. Das ist nämlich so eigentlich so der Verteilungsabschnitt. Ich hatte ja vorgestellt, dass ich jedes Segment, also das hier ist ein Segment, hier ist ein benachbartes und dann gibt es ja noch 2 oben drüber und jedes Segment kriegt eine eigene Loconet-Einspeisung, die kommt also hier von dem Hub und jedes Segment bekommt einmal die komplette Betriebsspannung und einmal die Fahrspannung und das war die Nummer hier mit den Verteilern, die ich mir aufgebaut habe. Ja, aber auch die kann man halt mit Standardkomponenten aufbauen. Und da gibt es zum Beispiel solche Verteiler hierzu. Und das war jetzt der Grund, wenn man das kann man unschwer erkennen. Hier von denen hätte ich jetzt 6 Stück irgendwo platzieren müssen. Das hätte ich hier nicht mehr auf diesem Teil hingekriegt, weil ja auch die Kabel noch geführt werden müssen. Und die müssen auch ein gewisses Spiel haben, denn dieser Vorderteil kann ja was, das gucken wir uns gleich noch an. Also, das sind diese sogenannten Standardkomponenten. Hier hätte ich dann zum Beispiel auch entsprechend Stecker jetzt dran setzen können. Und wenn ich alle 6 Spannungen verteilt haben möchte, dann hätte ich das jetzt an der Stelle jetzt hier mal 6 Mal irgendwo platzieren müssen. Und ja, da ich weiß, was ich hier mache, habe ich mich halt für die Variante entschieden. Die ist für mich übersichtlicher und einfacher gewesen. Das ist aber im Grunde auch die einzige Ausnahme. Ja, jetzt schauen wir uns mal an, warum das alles hier vorne so konzipiert ist. Moment, auch da werde ich die Perspektive nochmal verändern. Ja, das ist also jetzt die Perspektive in den Schattenbahnhof rein. Hier komme ich also ganz bequem und locker noch dran bis hinten hin. Und wenn ich jetzt mal an die Zentraleinheit muss, dann kann ich hier den Riegel öffnen und diese Teile runterklappen und komme dann auch entsprechend an die Komponenten dran. Ich kann die Digi-Case programmieren oder anstöpseln, abstöpseln. Ich kann an den Decoder noch drankommen, Sicherungen austauschen, Module abstöpseln, was auch immer. Ist also alles machbar. Ich komme bequem von vorne noch dran, selbst dann, wenn oben aufgebaut ist. Ja, und wie ich finde, ist das eigentlich eine sehr, sehr schöne Lösung. So, jetzt klappen wir es wieder hoch. Und ich habe hier unten wieder alles im Zugriff. Na, dann hoffe ich mal, dass ihr wieder Spaß gehabt habt und dass ihr auch aus diesem Film die ein oder andere Information für euch rausziehen konntet. Wie ihr wisst, richte ich meine Filme in der Regel an Einsteiger, Wiedereinsteiger und an alle Kolleginnen und Kollegen, die genauso wie ich sich einem neuen Thema widmen. Und es soll einfach nur eine Idee bilden oder bieten, wie man sich so einem Thema annähern kann, und ich zeige halt so, wie ich es gemacht habe. Wie gesagt, es gibt verschiedene Wege, die nach Rom führen. Das war jetzt meiner. Und für mich war es auch mal wichtig aufzuzeigen, wie kann ich eine ja, in vielerlei Hinsicht sicherere Stromversorgung aufbauen mit sogenannten, ja, wie heißt es, Standardkomponenten beziehungsweise mit ganz normaler handelsüblicher Konsumerware.
Ja, wie geht es denn hier demnächst weiter? Klar, die Verteilung ist zwar jetzt aufgebaut, aber jetzt geht es auch um den Anschluss. Ich sag mal, die baulichen Anschlüsse, die habe ich ja schon mal gemacht. Jetzt müssen die Schnittstellen gebildet werden, ein paar Käbelchen dann noch gelegt werden. Und da muss die DR5000 in Betrieb genommen werden, konfiguriert werden, die Booster. Und das wird so der nächste Schritt sein. So ihr Lieben, das war's wieder mal. Vielen lieben Dank für euren Besuch und fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und dann werdet ihr automatisch hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.